Hallo E-Bike-Tuner, ich möchte euch in diesem Video zeigen, wie man das Redpad für Bosch Smart System einbaut. Ich empfehle Ihnen, das E-Bike auf die Seite zu legen, so wie Sie es bei mir gerade sehen. Dann müssen Sie den Steinschlagschutz entfernen. Ich habe es bereits gemacht. Ziehen Sie den Displaystecker aus der Buchse. Ziehen Sie den Speedsensorstecker aus der Buchse. Stecken Sie den Stecker des Moduls, auf dem Display steht, in die Displaybuchse des Motors, und zwar so, dass der Pfeil hier oben auf den weißen Strich der Buchse zeigt. Drücken Sie es richtig bis zum Anschlag rein. Stecken Sie den Stecker, auf dem Speed steht, mit dem Pfeil nach oben in die Buchse ein, bis zum Anschlag. Stecken Sie den Displaystecker in die Displaybuchse des Moduls. Dort, wo der Pfeil ist, muss auch hier der weiße Strich sein. Stecken Sie den Speedsensorstecker in die Speedbuchse des Moduls. Der Pfeil hier und da die Erhebung des Steckers, bis es Klick macht. Wir haben die Kabel extra länger gelassen, damit Sie das Modul hier oben im Rahmen beim Motor platzieren können. Denn dort ist es schön trocken. Bitte legen Sie es nicht in den Steinschlagschutz unten, weil sich dort Wasser ansammeln kann. Bitte verwenden Sie die beigelegten Kabelbinder, um das Modul an den Kabeln festzumachen. Bitte achten Sie darauf, dass diese zwei Stecker nicht im Steinschlagschutz unten liegen. So sieht es am Ende bei mir aus. Das Modul ist hier oben im Rahmen und die Kabel des Moduls sind hier am Seilzug mit Kabelbindern befestigt. Schalten Sie das E-Bike jetzt an. Sie sollten das Modul in der Redpad 2 für Android finden. Tippen Sie drauf. Geben Sie jetzt den Pin 6 mal die 0 ein. Wenn der Tacho geladen wird, dann haben Sie alles richtig angeschlossen. Jetzt müssen Sie nur noch den Steinschlagschutz wieder anschrauben und damit wäre das Modul eingebaut.